Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W50 und heute werden wir versuchen, den letzten Dungeon in der Lichtwelt, kann man so sagen, zu besiegen. Und zwar ist das die Dauerschleife der Idole. Danach haben wir hier alles abgearbeitet bis auf die Schattenwelt und dann sind wir hier fast auch schon wieder soweit fertig mit den Dungeons. Gut. Der Rest braucht noch ein bisschen, bis wir da mal irgendwann hinkommen. Ich hatte das letzte Mal den YouTuber-Dungeon probiert. Das war vor dem legendären Dungeon. Und ich habe mich nochmal komplett neu umequipped. Ich habe hier auf W50 eine komplette Neuausrüstung stattfinden lassen. Und genau, das sind hier auch die besten Verbesserungen, die ich bisher raufzimmern konnte. Also ich bin hier momentan gerade komplett maxed out, was so Ressourcen, Steine und Equipment angeht. Und damit versuchen wir nochmal rein in den YouTuber-Dungeon zu gehen. Bevor wir das machen, gucken wir uns mal die Prozente an. So sieht das hier im Moment bei mir aus. Bei den YouTubern noch ein bisschen düster, aber bevor wir dahin gehen, versuchen wir mal bei den nordischen Göttern erstmal einen hier weg zu dezimieren, bevor es gar nicht klappen sollte mit den YouTuber-Dungeon, denn dort verbirgt sich ein Gegner, der uns ganz schöne Steine in den Weg legen könnte. Wenn wir den aber geschafft haben, aus dem Weg zu räumen, dann steht uns quasi der Durchmarsch bis zum Endboss des YouTuber-Dungeons. Was ich bin, by the way. Steht uns da quasi nichts mehr im Wege. Aber zuerst mal sollten wir die Midgard-Schlange, ne? Ja, die Midgard-Schlange hat 3%. Das sollte eigentlich in der Theorie kein Problem darstellen, aber Theorie und Praxis unterscheiden sich immer mal recht häufig voneinander, wo wir schon wieder sehen, dass das hier nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, den lassen wir uns für den Schluss, falls hier gar nichts heute mehr geht, dass wir wenigstens einen Gegner haben. Aber wir fangen an mit CeBoPL. 0,27, das ist der härteste. Danach haben wir Dalukat mit fast auch wieder 3%. Early Boy kriegt man dann auch aus dem Weg geräumt und Skate genauso. Ja, und ich bin dann hier schon wieder mit über 1% hier am Start. Das ist halt das Ding mit Magiern so, die sind halt nicht so stark in dem YouTuber-Dungeon hier. Aber da mein Main ja ein Magier ist, wollte ich unbedingt einen Magier in dem Dungeon spielen. Und wir versuchen, wir gehen rein. Wir haben soweit alles aktuell hier verzaubert und uns fehlt es an nichts. Wir sind komplett maxed out. Wir nehmen nochmal die letzten paar Skillpunkte mit, damit wir wirklich alles rausholen hier. Und ich wollte ja auch nochmal auf die Texte achten. Dieses Mischwesen aus Zebra und Mensch lacht am liebsten über seine eigenen Witze und über deine Kampfherausforderungen. So, das ist die Beschreibung hier vom CeBoPL. Und da gehen wir jetzt rein, bis es kein Morgen mehr gibt. Ja, das ist jetzt der härteste Gegner. Wenn wir den besiegen sollten, dann ist eigentlich am Rest auch nichts mehr großartig dran. Dann kriegen wir das irgendwie auch hin. Ja, aber den müssen wir erstmal aus dem Weg räumen. Und klar, hätte ich auch noch ein bisschen warten können, so mit den Gegnern hier. Dann wäre das wahrscheinlich weniger pilzintensiv. Dazu würde ich euch auch raten, falls ihr vorhabt, irgendwelche Dungeons mal auseinanderzunehmen oder so, dann wartet da bis, keine Ahnung, 1% oder so. Dann sind die Tries immer noch unwahrscheinlich, aber die kosten euch nicht mehr sehr viele Pilze, wie es jetzt bei mir jetzt der Fall ist. Bei mir ist es jetzt halt eben so, mit einer 0,2%igen Chance bei CeBoPL, da ist der Überraschungsfaktor halt sehr groß, falls er halt doch liegen sollte. Ne? Und deswegen versuchen wir das einfach mal gucken mal, ob er fällt oder nicht. Ne? Das ist jetzt so die Herausforderung. Davor, vor dem Legendary Dungeon, da waren die Chancen noch geringer auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon echt ein bisschen was an den Chancenverwertungen getan. Allerdings ist das Problem halt auch ein Stück weit die Waffe hier, da meine Spanne von der Waffe ziemlich PvP-lastig ist, also nicht sehr weit rechts rausgeht, haben wir hier auch nicht mal so eben die Chancen, so ein paar Lucky Tries oder sowas hier zu starten. Das ist relativ unwahrscheinlich, beziehungsweise muss hier wahrscheinlich eher die Kunigunde
ihm das Handwerk legen, weil das Ganze ist ja ein Krieger hier und da müssen wir dann zusehen, dass hier irgendwie die Kunigunde da eine gute Ausweichkombo irgendwie hinkriegt. So, das wäre wünschenswert und ja, an mir liegt es jetzt nicht mehr so, also ich hau hier nicht so den fetten Schaden raus. Guckt euch mal an, was ist das für ein, was ist das? Das ist ein Krieger, ne? Und was der für einen Schaden raushaut, das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Aber das ist jetzt die Challenge auf jeden Fall. Der YouTuber-Dungeon hatte mich schon in der Vergangenheit immer einiges, ja, abverlangt, sag ich mal. Ich weiß noch, das allererste Mal, wer kann sich daran noch erinnern? Es gibt Leute, die mich schon so lange verfolgen, die seit dem YouTuber-Dungeon oder davor vielleicht auch sogar schon am Start sind, als der gejoint ist. Das ist auch schon wieder eine Ewigkeit her. Da war der YouTuber-Dungeon neu, da gab es nur 10 Etagen und der war für viele fast unlegbar. Also für mich war der auf jeden Fall auch zu dieser Zeit unlegbar mit meinem Main-Magier damals. Und da hatten wir die ja, Mission YouTuber Dungeon, Mission, ja, was hatten wir? Mission Spieletrend, Mission Unge, Mission, was weiß ich, wer noch in den ersten 10 Etagen da noch so alles war. Und da hatte ich auf Piken und Brechen versucht, halt, weil die Gegner ja sehr viel Schaden machen, aber sehr wenig einstecken, musst du halt so einen Lucky Try raushauen. Dazu brauchst du halt Damage. So, da hilft dir nichts mit so einer Low-Spanne, wie jetzt bei mir hier zum Beispiel, ne? Da brauchst du sehr viel Schaden. Und da hatte ich, ja, versucht, meine Begleiter... Oh mein Gott! Nice, wir haben ihn, sehr gut. Okay, jetzt steht uns quasi nichts mehr im Weg. Ja, nice. Den Try müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Da bin ich aus dem Konzept gekommen ein bisschen. Da hatte ich versucht, meine Begleiter alle mit einer One-Stat-Waffe zu equippen. Also, okay, hier hat gar nichts gemacht, ne? Also, Kunigunde mit einer Geschickwaffe, Marquardt mit einer Intelligenzwaffe und den Bertram mit einer Stärkewaffe. Und die musste man dann halt erstmal finden, ne? Okay, die Kunigunde hat geregelt hier, ne? Das heißt, ich habe mich in den Shop begeben, habe hier nach Waffen geblättert, ja? Erstmal musste ich darauf gucken, dass die Spanne sehr nice ist. Das heißt, wir haben uns eine Spanne rausgesucht, die maximal oder fast maximal gewesen ist. Das musste man erstmal finden. Dann hat man die Waffe, jetzt zum Beispiel die hier jetzt, ne, die Spanne ist scheiße, aber eine Attributwaffe, Stärke zum Beispiel, gekauft. Dann musste man in die Toilette durchspülen und hoffen, dass da die richtige Waffe mit dem richtigen Attribut für die richtige Klasse rauskommt. Also Stärke, Intelligenz oder Geschick, ne? Und ja, das in Kombination mit der richtigen Spanne plus, dann kommt noch dazu, musste ich dann noch den richtigen Stein aus der Edelsteinmine finden. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon so die Sockelfunktion gab oder ob die Waffe dann auch noch gesockelt sein musste, weil man konnte nicht immer manuell beim Schmied einen Sockel hinzufügen. So, das musste dann auch noch passen. Und dann habe ich die den Begleitern gegeben so. Meine Waffe natürlich dann auch ausgerüstet. Intelligenzwaffe, zack, Intelligenzstein, Spanne, drauf geachtet. Ne? Und dann bin ich rein in die Dungeons, weil dann haben wir den maximalen Schaden, den wir rauskloppen können so. Weil damals war mein Main und meine Begleiter sowieso alle One-Hit. Die waren alle One-Hit. So. Also brachte es mir nichts, irgendwie auf Leben zu gehen oder so. Ich musste nur Schaden, genug Schaden. Und so konnte ich die dann damals besiegen. Das war dann die Mission gewesen damals. Und deswegen, ja, habe ich mit dem YouTuber-Dungeon hier schon so ein bisschen auf jeden Fall Erfahrung, sag ich mal. Okay, wir haben hier den guten Dalukat am Start, der nächste Gegner. Deine inzwischen viereckigen Augen sind ihm nicht entgangen. Da kommt es ungelegen, dass deine Pause-Taste gerade kaputt gegangen ist. So, der Dalukat, let's go. Mal schauen, wie er hier jetzt so drauf ist. Ist jetzt wieder ein Magier. Und ja, die ganzen neuen YouTuber, das finde ich halt auch cool, dass wir jetzt nochmal den YouTuber-Dungeon durchgehen hier. Das sind sehr gute Tries. Den kriegen wir auf jeden Fall down hier. Die haben halt alle in der Vergangenheit neue Sprüche bekommen und ich hatte halt auf meinen Battle Mage und auf meinen Magier hatte ich halt schon den YouTuber-Dungeon bis zur letzten Etage gelegt gehabt. Das heißt, ich konnte halt mir nicht mehr die Texte so richtig durchlesen von den Leuten, weil die halt erst danach gefragt worden sind. Da war der YouTuber-Dungeon schon lange draußen so. Ne? Ich hatte ja auch eine eigene oder habe eine eigene Beschreibung dann ja, bekommen, beziehungsweise wurde ich dann halt gefragt. Nebenbei liegt einfach Dalukat, ja. Sehr nice. Den Try gucken wir uns natürlich auch nochmal an.
Und ja, das finde ich natürlich auch ziemlich spannend, sich da nochmal die Texte durchzulesen, was sich die Leute ausgedacht haben, beziehungsweise von den Leuten, die das gemacht haben. Manche, ja, da ist so ein Standardtext vielleicht drin, aber die gefragt worden sind und auch sich einen Text überlegt haben, der wurde dann auch so implementiert. So, Early Boy wird jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Der König der Unfähigen ist schließlich nicht umsonst ein König, also knie besser nieder. Ja, mal schauen, wer hier am Ende des Tages vor wem niederkniet. Ja, lieber Frühjunge. So nämlich, mal auch weggefrontet hier, den Frühjungen. Okay, wir gehen rein. So, der Early Boy nochmal ein bisschen schwieriger jetzt hier. Dämonenjäger in Dungeons jetzt natürlich auch. Oh mein Gott, das war auch knapp gewesen. Ein bisschen verzwickter auf jeden Fall als die Magier. Aber mit Skate und mir, da sollte ich eigentlich nichts mehr anbrennen lassen. Wenn der Early Boy uns jetzt nochmal durchlässt, dann sind wir hier eigentlich schon so gut wie durch. Das ist halt schade so ein bisschen, sag ich mal, weil ich finde, so ein Endboss, ne, also ich denke mal, der Dungeon wird noch safe erweitert werden irgendwann, dann bin ich nicht mehr der Endboss so, ne. Deswegen, das ist alles temporär, aber ich finde, ein Endboss, der sollte dann halt auch dementsprechend wie ein Endboss agieren, also der sollte dann auch, ja, fast unbezwingbar sein, da sollte man sich die Zähne dran ausbeißen, so. Und deswegen finde ich bei dem Dungeon jetzt hier, finde ich die Balance ein bisschen komisch, sag ich mal, dass halt die Magier so unglaublich einfach sind, so eine unglaublichen Glass Cannons sind und die anderen Klassen halt so unglaublich schwer teilweise zu besiegen sind. Das macht so ein bisschen die Reihenfolge, finde ich, so ein bisschen kaputt irgendwie so, ne? Weil umso schwieriger sollten die Gegner dann auch werden, finde ich, ne? Umso höher die Etagen gehen. Das ist ja in den normalen Dungeons eigentlich überall so weit, ne? Also da ist der Endboss immer der schwierigste. Und nur bei der Dauerschleife, da ist es halt nicht ganz so der Fall, was halt die Balance angeht so. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Natürlich ist es schon eine Ehre alleine, dass man hier so einen YouTuber-Dungeon überhaupt hat und dass man da auch Teil natürlich von ist, ne? Also viel mehr geht gar nicht, denn, also finde ich so, ne? Also als ich damals hinzugefügt worden bin hier zur Dauerschleife, also als Dungeon-Gegner ins Spiel gekommen bin, da hatte ich damals auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, zu wann das war. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das in der 1000. SF-Folge oder so, hatte ich das angekündigt gehabt, dass ich implementiert werde, aber dann wurde ich erst viel später dann auch hinzugefügt irgendwann. Da hatte ich, glaube ich, mal einen richtigen Real Talk gekickt. Nice, sehr gut. Wir haben ihn und damit ist der YouTuber-Dungeon eigentlich schon so gut wie fällig. Ja, wie Tierpelze. Kleiner Spoiler für die letzte Etage. Ja, dass es halt eine Riesenehre ist und also ich als Kind schon quasi mehr oder weniger davon geträumt hatte, mal irgendwo, nochmal kurz Licht an, in einem Spiel irgendwo verewigt zu werden, weil es sind zwar nur Pixel und es ist zwar nur ein Browser-Game, aber selbst wenn man irgendwann eines Tages dieses ganze YouTube-Ding nicht mehr macht oder SF nicht mehr spielt oder keine Ahnung, man sich ein bisschen entfernt von der ganzen Internetwelt oder so, keine Ahnung, ob das passieren wird. Aktuell nicht, weil ich halt viel zu viel Spaß an dem ganzen Zeug hier habe, so. Das ist halt mein Leben, so, mehr oder weniger, ja. Es ist halt auf jeden Fall was trotzdem bleibt, so, ne? Also selbst wenn man nicht mehr YouTube macht, selbst wenn man nicht mehr das Spiel spielt, selbst wenn man nicht mehr da ist, ne, ist man trotzdem irgendwie immer noch so, hat man mehr oder weniger, sag ich mal, so ein bisschen seine Spuren hinterlassen und das ist halt echt cool. Skate. Hilfe, ein Informatiker. Sei vorsichtig, wenn er den Root-Zugriff bekommt. Fragmentiert er dich bis aufs letzte Bit. Dieser Gegner ist NP-hart. Also an die ganzen Informatiker oder Programmierer oder ITler, die werden wahrscheinlich mit den ganzen Insidern hier was anfangen können. Ich bin da komplett raus aus dem Thema, ja, aber wo ich drin bin in dem Thema ist, dass wir jetzt gleich den Skate hier besiegen können und danach schon, Premiere ist quasi, da kämpft das zweite Mal, mein Ork gegen meinen Standard-Avatar.
In der Pyramide des Wahnsinns ist es schon mal vorgekommen, aber jetzt ist es nochmal hier im YouTuber-Dungeon und damit, ja, haben wir uns dann zweimal selbst aufs Maul gegeben. So, ne? Also das ist schon, ja, schon cool, auf jeden Fall. So, der Berserker hier, Skate als Berserker, müssen noch drauf hoffen, dass er jetzt hier nicht so eine kranke Combo raushaut hier und dann, ja, sind nur noch wir am Ende des Tages mit meinem Spruch, den ich mir dann hier zum Anlass dann auch überlegt habe, der dann hier ins Spiel implementiert werden soll. Also nicht nur dann der Avatar, der dann hier als Dungeon-Gegner drin ist, sondern halt auch noch ja, so ein Stück weit, so ein bisschen so eine Eigenart, so eine kleine Prise ja, dort, sag ich mal, so ins Spiel gestreut. Das ist halt für die Leute, sag ich mal, die ja, so ein bisschen auf die Details achten, beziehungsweise halt auf die Beschreibung von den Gegnern, die sich das angucken und so. Ich weiß, es gibt genug Leute, die entern einfach so die Gegner hier durch, die befassen sich gar nicht so mit der Thematik oder mit den Sprüchen oder mit den Texten oder mit den Details zum Game so, ne? Die wollen dann so schnell wie möglich die Level machen, das ist auch in Ordnung, aber ich finde halt, Shakes and Fidget hat so viele Anspielungen, das komplette Game ist eine Parodie, so, ne? Und da finde ich, da sollte man, wir haben ihn, nice. Da sollte man auch auf die Details achten und auf die Beschreibungen. Und da kann man schon mal den ein oder anderen Schmunzler, sag ich mal, verlieren. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch so ein bisschen mit meiner Beschreibung halt schaffen. Und ja, jetzt sind wir soweit, dass wir den Skate aus dem Weg geräumt haben. Der damalige Endboss, der 20. Gegner hier im YouTuber-Dungeon, der Skate 702, wurde besiegt. Wir kamen nicht mal ran, die Kunigunde hat geregelt. Und jetzt... Ach Mann, ey. Aber wenn ich das so sehe, das ist schon echt, ja... ja, krass, das catcht mich jetzt gerade nochmal so ein bisschen. Ja. Boah. Ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie komisch, sich jetzt selbst zu sehen. So die anderen, ne, die prügelt man jetzt so durch, man liest sich das durch, aber jetzt ist man da halt vor seinem eigenen Avatar und ja, die Beschreibung dazu halt, ne. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu, ach, zu deiner Tracht Prügel. Jetzt bist du fällig wie Tierpelze, brüllt er dir triumphal entgegen, denn mit seinen schlechten Wortwitzen und Wie-Vergleichen wird er dich vermöbeln wie ein Raumausstatter. Ja, das habe ich mir mal so gedacht. Kann man mal so ein bisschen ins Spiel fließen lassen, so. Die schlechten Wie-Vergleiche und Witze. Ja, sind jetzt auch hier nun Teil von Shakes and Fidget auch ein Stück weit, ne? Ja. Da würde ich sagen, let's go, ne? Gehen wir mal rein gegen den guten Dorsey. Ja. Boah, also Crit-Treffer haut er schon raus, ne? Das muss man schon so sagen. 2 Milliarden Treffer hier, aber ihr seht halt, ich halte halt nicht viel aus, ne? Das ist halt das Ding. So, der Marquardt, der verprescht mir auch gut einen rein, die Kunigunde auch. Und ja, da hätte es schon fast gekracht, ne? Da wäre ich fast im zweiten Try schon down gewesen. Mal schauen, ob wir es unter 10 schaffen. Das ist jetzt hier der dritte, glaube ich, ne? So, dann machen wir mal Kampf Nummer 4. Ja, ich glaube 5. Muss halt wieder ein perfekter Try sein, ne? Okay, 6. Und ihr seht halt, es ist nicht so einfach, 7, weil halt jeder One-Hit ist, ne? Also jeder von meinen Begleitern, inklusive mir, ist halt One-Hit. 8. Und deswegen war das damals meine Mission halt eben gewesen, ja, so viel Damage wie möglich zu stacken, weil ich sowieso, ja, meine Begleiter und ich keinen Treffer aushalten, dass wir halt irgendwie in dem Treffer oder in den Runden, die wir halt dran kommen, genug Schaden austeilen können, um halt eben ja, den Gegner hier niederzustrecken. Und das klappte halt eben nur, wenn man genug Damage hat, ne? Wir überspringen mal ein paar Kämpfe hier. Ja, ja, also es
Es ist so komisch irgendwie, weiß ich nicht, so gegen sich selbst zu kämpfen. Es ist surreal auf jeden Fall. Es ist surreal. Ich kämpfe ja jetzt auch nicht jeden Tag gegen mich selbst, ne? Das ist zwar jetzt schon das dritte Mal, dass ich, oh mein Gott, war das knapp, dass ich so gegen mich kämpfe, ne? Es ist immer wieder was Besonderes, ne? Das erste Mal war es natürlich, obwohl ich muss sagen, das erste Mal war es gar nicht so doll, weil als ich ins Spiel implementiert worden bin, als 21. Gegner, da ja, hatte ich auf meinem Main ja leichtes Spiel gehabt, weil damals war ich halt zu schwach für den YouTuber-Dungeon, aber danach ist mein Account ja dann immens gestiegen und hat sich verbessert und bis ich dann ins Spiel gekommen bin, da war ich dann halt First Try mit meinem Main gewesen. Also das war nicht so krank, spannend, sag ich mal, ne? Aber der Fakt natürlich, ich enter mal ein bisschen durch. Wir müssen hier die Enter-Taste gegen den Dorzi hier uns bemühen, mal ausquetschen, damit wir hier den auch noch irgendwann besiegen können. Da finde ich das jetzt tatsächlich spannender. So. Also das ist jetzt so die perfekte Range, sag ich mal, okay, er ist jetzt nicht also ich bin jetzt nicht First Try, aber er ist jetzt halt auch nicht unmöglich, er ist aber auch halt, wie gesagt, ja, es ist nicht zu langweilig, sag ich mal. Das ist die perfekte Range, so, finde ich persönlich. Ne? Und auf meinem Main damals, da war ich halt, ja, First Hit so, aber da war es halt besonders, weil da war halt eben der Fakt, ne? Man ist ins Game gekommen, man ist in den Dungeon gekommen und konnte halt dann gegen sich selbst hier antreten, ne? Ja, also das Video geht schon wieder 22 Minuten, jetzt wollte ich gar nicht, tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich hier das Video so lange schon wieder mache. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz eben die Dungeon-Gegner hier besiegen. Alter, das kann ja wohl nicht sein. Da beißen wir uns nochmal hier am Dorzer die Zähne aus. Das ist ja wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, da waren ja die Gegner davor schon teilweise echt ein bisschen leichter. Als ob der Dorzer hier uns wieder Steine in den Weg legen will. Der gönnt uns das nicht. Das ist auch so ein richtiger Nichtsgönner hier, ein richtiger Augeschmeißer. Ne? Der legt richtig Auge. Ja? Er hat das Auge Saurons hier im Nacken. Ja, und wirft es auf dich zu. So. Er will bloß nicht, dass du hier die XP hier so einfach bekommst. Der möchte richtig, dass du hier richtig viele Pilze an dem ausgibst, sodass du am besten nochmal aufladen musst, ne? Am besten dann noch so unverschämt wie er ist, benutzt hoffentlich auch den Creator Code Dorzer, damit ich hier noch richtig schön Umsatz mache am Ende des Tages, ne? Damit du noch mehr Pilze hier investierst, damit der Typ hier in diesem YouTuber-Dungeon noch reicher wird. Ja, als ob die eh nicht schon genug Geld haben, die ganzen Sponsorschweine da oben, oh mein Gott. Und sowieso schon alles in den Arsch gesteckt bekommen, ja? So mal so salopp gesagt. So. Entschuldigung, wir sind durch. Wir haben die Dauerschleife besiegt und damit auch den Dorzer hier. Den speichern wir uns natürlich, den Kampf, und gucken uns den natürlich nochmal an. Es ist unspektakulär, weil wir müssen halt nur Crit-Treffer raushauen. Aber das ist es halt, ne? Das ist es. Das Bild hier, das ist es hier. Der Ork gegen den Standard-Avatar. Oh mein Gott. Ja, auch alleine die Ehre zu sagen, dass man so 2 Accounts hat oder 2 Avatare und so, ne? Das ist halt auch schon echt sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dankeschön auch an der Stelle nochmal an euch für euren ganzen Support, den ihr mir auch die Jahre entgegenbringt, weil ohne euch wäre das halt auch nicht möglich gewesen, ne? Und das weiß ich auf jeden Fall auch immer sehr zu schätzen. Deswegen bedanke ich mich auch immer so oft und versuche auch so viel wie möglich irgendwie immer Gutes zu machen, sag ich mal, in der Richtung und die Community mit einzubinden und euch was zurückzugeben. Ne? Das ist halt, weil ich bin da halt unendlich dankbar, dass man sowas sagen kann hier und in der Position steht. Auch wenn ich damit euch schon immer auf den Sack gehe. Es tut mir leid. Ja, aber was soll ich machen? So bin ich halt. Leute, das soll soweit gewesen sein. Das Video geht lange genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank für alles. Dankeschön. Ich hoffe, ihr begleitet mich noch lange Zeit weiter auf meiner Reise. Es wird auf jeden Fall noch spannend werden. Und das war's soweit. Nur das Beste für euch. Haltet die Ohren steif. Haut rein und bis zum nächsten Mal.